Hallo und herzlich willkommen in Bochum in meinem Atelier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Procreate Art Factory. Heute geht es um Kühe, um ein Kuhporträt. Wenn ihr gerade kein Kuhporträt da habt, dann guckt euch den Film in Ruhe erstmal an, damit ihr wisst, was ihr suchen sollt und macht die Übung einfach ein bisschen später. Kühe sind mit meine Lieblingstiere. Und zwar Kühe und Hummeln. Ich finde, Kühe und Hummeln haben so was ganz Ähnliches. Sie sind so schwer und unförmig und sie können teilweise fliegen oder ganz schön schnell über Alpenwiesen rennen. Das ist phänomenal. Und ich hatte, wie kommt man zu Kühe? Ich hatte in Reichenhall an der Akademie mal ein Seminar, das ich angeboten habe. Das hieß, damals orientiert an einer Werbung, die lief, ich will Kühe. Und ich wollte mit der Gruppe am ersten Tag eine kleine, draußen zeichnen. Da gibt es so viele Kühe und ich fand keine. Und das hat mich ein bisschen deprimiert. Ich hatte mir schon überlegt, muss ich die Aufgabenstellung ändern? Dann war ich noch mal oben auf einer Alm, nannte sich Padinger Alm, man konnte mit dem Auto hochfahren. Und da gab es eine große Wiese mit Jungbullen, die weit verstreut waren. Und dann wusste ich muss die Aufgabenstellung ändern. Bin dann nach Kursbeginn mit meinen Kursteilnehmern dahin und alle haben sich aufgebaut, um zu zeichnen. Und eine halbe Stunde später standen sämtliche Jungbullen den Zeichnern gegenüber und blieben den kompletten Tag. Es war phänomenal. Seitdem liebe ich Kühe, seitdem male ich Kühe, großformatig, kleinformatig. Seitdem muss ich auch immer wieder Kühe in irgendeiner Form sehen und realisieren. Und deswegen müsst ihr heute leider auch dran glauben. Heute gibt es eine Kuh, ein Kuhporträt. Kühe, die haben so etwas, das sind so eigenständige, tolle Charaktere. Und wie gesagt, ihr bräuchtet für den ersten Part definitiv eine Fotografie. Ich habe ja auch eine stehen. So, als jemand, der klassisch aus der Zeichnung kommt, ist der Anfang mit dem Bleistift einfach obligatorisch. Es geht gar nicht anders. Und deswegen auch hier, ich gehe auf den 6B-Bleistift, ich habe eine dunkle Farbe, ich bleibe auch bei dieser dunklen Farbe, in dem Fall ist es schwarz. Und jetzt fange ich einfach an, die Kuh mal grob zu skizzieren. Wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte, dass ihr natürlich so zeichnet, wie ihr es in diesem Moment könnt. Also wenn es ein bisschen ordentlicher wird, wird es halt ordentlicher. Und wenn es ein bisschen wilder wird, dann wird es halt auch ein bisschen wilder. Und manchmal muss man auch mal ein, zwei Probezeichnungen machen. Und es ist ja völlig egal. Also im Grunde genommen hat jeder seinen Stil zu arbeiten. Der eine ist impulsiver und kann es nicht lassen, ganz temporeich zu arbeiten. Der nächste ist halt ein bisschen kontrollierter und arbeitet dann halt dementsprechend auch verhaltener. Und das ist völlig in Ordnung. Also ich glaube, jeder muss einfach sehen, dass er sich beim Zeichnen dann auch wohlfühlt und das macht, was halt möglich ist. Ja, also man kann zeichnen, lernt man halt auch nicht von jetzt auf gleich, sondern beim Zeichnen ist es so, das macht wie beim Sprachenlernen, wie beim Sport, das unentwegte Training. Und umso mehr man trainiert, umso mehr man, die mache ich mal wieder weg, umso mehr man trainiert, umso mehr man wirklich macht, umso besser wird man. Also beim Lernen gibt es ja so ein ganz schönes Prinzip. Zuerst muss man alles lernen und begreifen, dann muss man alles wieder vergessen und wenn man es einmal vergessen hat, dann kann man es relativ selbstverständlich anwenden und das ist beim Zeichnen auf jeden Fall auch ganz genauso. Also das ist genau das gleiche Prinzip. Also deswegen, wenn es mal um solche realistischen Zeichnungen geht, gar nicht frustriert sein, macht einfach das Beste raus. Und wenn ihr eine Kuh habt, die hinterher aussieht wie eine Giraffe oder wie ein Gorilla, ist das auch in Ordnung. Dann müsst ihr das Bild einfach anders betiteln. Man hat ja so seine Tricks im Leben. So, also die Kuh, also was ich bei einer Kuh toll finde, diese riesigen Schnauzen vorne mit diesen imposanten Nasenlöchern. Also bei wem kann man schon so direkt ins Nasenloch reinschauen? Das ist irre. Und dann diese Schnauze, die oben noch relativ schmal ist und dann aber hier unten immer breiter wird. Dann gibt es diese sehr wulstige Unterlippe. Und vor allen Dingen hier hat man dann auch unglaublich schöne Schwärzen, mit denen man arbeiten kann. Schwärzen auch in Zeichnungen. Also ich bin so der Auffassung, dass auch wenn wir mit Bleistift zeichnen oder auch wenn ich Leuten versuche, die Bleistiftzeichnung ein bisschen näher zu bringen, dass es immer darum geht, auch relativ schnell Entschlüsse zu setzen. Also auch mit Dunkelheit sehr schnell anzufangen, um nicht vorsichtig so eine Sache aufzubauen, sondern auch ein bisschen impulsiver zu werden. Das Getapse kommt gerade von meinem Hund Lupo, eines meiner Windspiele. Und mein Kompagnon hier, der Jan, der Filmmaker, der
hat ihn gerade animiert, auf seinen Schoß zu springen, damit er die Zeit ein bisschen angenehmer verbringen kann, während ich hier vor mich hin brabble. Aber so ist es. So ist es im Leben. So, Windspiel müsste man sein. So, jetzt habe ich den ersten Ansatz der Zeichnung fertig, gar nicht mal mehr. Und jetzt mache ich etwas, vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten zwischendurch mal eine Übung, da ging es um eine freie Grafik, also Linien setzen und füllen. Ich möchte das teilweise hier mit anwenden. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und einfach auch mal Linien mache, die falsch sind, ja, die gehören zwar nicht zur Zeichnung dazu, aber ich möchte einfach dadurch in dem ganzen Gefüge neuen Input haben und einfach freie Flächen füllen. Und es wird immer so ein Spiel sein, mal hin zur Realität, mal so ein bisschen mehr hin zur Freiheit. Und dieser Schritt soll jetzt einfach so eine neue Art der Freiheit mit einbauen. Ihr seht, ich setze hier zufällig einen Punkt rein und schon habe ich eine Begrenzung im Hintergrund für die Kuh. Das kann auch immer schief gehen. Wichtig ist natürlich, dass in dem Fall beides, das ist zu viel, sowohl die Zeichnung als auch diese freie Zeichnung auf einer Ebene stattfindet, damit sich dieser Füllmechanismus an beidem orientieren kann, also sowohl an der realistischen Zeichnung als auch an der freien Zeichnung. Denn dadurch entstehen dann eben im besten Fall freie Impulse, die beides auch gleichermaßen bedienen. Und trotzdem, dadurch, dass es Flächen werden, also manche Sachen wollen einfach nicht, trotzdem dadurch, dass es Flächen werden, eben auch Ordnungselemente. Ihr seht, das ist so der Klassiker, dass man sich so darauf freut, etwas zu füllen und dann immer erstmal gucken muss, wo sind die Lecks, die nochmal füllt und dann geht es plötzlich. Also auch in so einem Auge zum Beispiel, ich mache das jetzt mal relativ groß, da sind halt auch Flächen drin, die kann man nochmal füllen, man kann sie teilweise lassen, man kann dadurch eine etwas andere Dichte erreichen und das kann man also im Großen wie im Kleinen machen. Ich fände jetzt nochmal ganz spannend, hier auch gerade im Bereich der Nase ein bisschen was zu machen und da auch ein bisschen Verfremdung mit einzubauen. Also ihr könnt auch immer wieder solche Striche einfach nachsetzen, nachführen. Und wenn ihr im Ansatz schon seht, da ist was zu dünn an Kontur, dann zieht ihr die einfach auch nach. So, dann würde ich hier unten nochmal reingehen. Das Schöne auch für mich ist dabei immer, dass wir letztendlich mit ganz starken Zufälligkeiten arbeiten. Also es wird halt mal plötzlich realistischer oder mal entstehen Flächen, auf die man gar nicht so gefasst ist und die am Ende die ganze Arbeit aber so dermaßen bereichern, das ist frappierend. Und das ist genau das, was ich hier so liebe, was in der Bleistiftzeichnung oder in der Tuschezeichnung nicht geht. Da macht man es schon, dass man alles aktiv erarbeitet, es sei denn, man hat eben auch also experimentelle Schritte, dass man auch mal kleckst oder einfach sehr, sehr freie Elemente mit einbaut. Aber das ist nicht so üblich, wenn es um die Formfindung geht. Das geht hier schon sehr viel geschmeidiger, muss man sagen. So. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was eingebaut, hier oben am Ohr. Das finde ich auch noch ganz spannend, diese dünnen Flächen, die da sind, dass man die noch etwas auffüllt. Dann hier im Bereich Ohr würde ich einfach auch noch mal ein bisschen was setzen. Und ihr seht, diese freien Linien haben tatsächlich eine ganz wichtige Funktion in so einer Zeichnung. So, ich mache mal ein bisschen redefreier weiter. Dann könnt ihr einfach zugucken und mitmachen. So. So, jetzt haben wir eine Kuh, die ist ein bisschen durchzogen von schwarzen Flächen. Und jetzt wäre es eigentlich ganz gut, man geht auch noch mal wieder mit Zeichnung drauf, um ein paar Sachen zu klären. Und ich würde jetzt einfach mal die Farbe Rot nehmen. Also wir können hier schon auch ein bisschen farbenfroher werden an der Stelle. Ich bleibe auch noch mal bei dem 6B Bleistift und würde jetzt noch mal auf mein Foto gucken und einfach sehen, dass ich an bestimmten Stellen tatsächlich einfach nacharbeite. Und vielleicht auch ein bisschen genauer werde. Zum Beispiel die Haare. Die Haare von Kühe sind ja auch so irre. Die haben so einen Flaum rundherum. Also es ist auch ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und so kann man halt, wie wir es auch schon vorher gemacht haben, gleichermaßen frei arbeiten und aber auch immer wieder in ein Experiment kommen. Und die Kombination aus beidem macht gerade hier mit
mit Procreate einfach wahnsinnig viel Spaß. So, ich verfalle nochmal in Schweigen. So, jetzt haben wir die Farben Schwarz und Rot im Bild. Gold nehme ich jetzt nicht dazu, so politisch wollte ich heute nicht werden. Aber wir könnten vielleicht erstmal überhaupt über eine Hintergrundfarbe nachdenken. Neue Ebene. Ach nee, brauchen wir ja gar nicht, wir gehen ja auf die Hintergrundebene. Und was ich jetzt so mit Kühen verbinde, ist natürlich wirklich so dieses Grün der Voralpen. Wobei ich sehe gerade, das ist vielleicht ein bisschen heftig. Was könnte denn noch passen? Wir könnten natürlich auch, um die Kuh so ein bisschen verrückter zu machen, tatsächlich mal Magenta nehmen. Das ist cool. Das ist abgefahren. Das ist so ein bisschen eine Andy Warhol-Kuh. Super. Super. Was ich jetzt als nächstes machen würde, ich bräuchte jetzt einfach Helligkeit in dieser Kuh, um ein bisschen mehr Führung zu geben. Was man jetzt sieht, das Rot der Zeichnung ist immer noch da. Das hat auch seinen Stellenwert, aber Rot und Magenta zusammen, das ergibt so ein Flirren, so eine Reibung, muss man wirklich sagen. Und dadurch geht die Kraft der roten Zeichnung etwas verloren. Deswegen kommt jetzt ganz schlicht und einfach Weiß dazu, allerdings auf einer neuen Ebene. Und dieses viele Getapse, das ist tatsächlich immer noch Lupo. Der ist jetzt unterwegs und sucht womöglich irgendwo noch ein bisschen was zu essen, weil ich ja beschäftigt bin. Und so ist das. So, nehmen wir also mal Weiß und gehen weiter in diesen Bereich der Kuh hinein. Und diese Kuh, die ich hier habe, hat eine ganz wunderbare Blässe vorne. Die würde ich jetzt erstmal einsetzen. Also auch hier geht es mir immer wieder darum, einfach so als Hinweis nochmal, auch Entscheidungen zu treffen. Ja? Also auch hier ist nochmal so ein sehr heller Bereich. So, wir können hier im Bereich der Nasenlöcher nochmal kurz anhalten. So, hier nochmal ein bisschen was Helles einbauen. Es geht gar nicht darum, dass jetzt ganz viel Weiß ist. Das würde auch ein bisschen den Zauber dieser jetzigen Farbkombination rausnehmen. Aber es geht darum, das überhaupt zu setzen. Ich bin ja auch der Meinung, man sollte Kühen Namen geben. Und ich finde, diese Kuh sieht ein bisschen aus wie Hugo. Das machen wir jetzt auch zuerst. Die kriegt einen weißen Namen. Ihr habt vielleicht das Schriftprogramm schon entdeckt. Neue Ebene. Und wir haben unter dem Schraubenschlüssel diesen wunderbaren Part unter dem Plus hinzufügen, Text hinzufügen. Wir gehen auf unsere Tastatur. Wir schreiben einmal den Namen Hugo. Ich bleibe jetzt mal bei großen Lettern. So, das wäre einmal der Schriftzug Hugo. Ich schiebe ihn direkt ein bisschen. Geht gar nicht, ein bisschen nach oben. So. Und jetzt würde ich mir überlegen, über das Schriftprogramm, welche Schriftart würde ich überhaupt nehmen. So, ich habe es einmal nochmal markiert. Schriftart, ich habe es glaube ich woanders auch schon mal verwendet, die Schrift Impact, wahnsinnig. Das ist so eine sehr gedrungene und massive Schrift und ich finde, das passt einfach so wahnsinnig toll zu Kühen. Den Aktionsrahmen der Schrift ziehe ich über die Bildseite hinaus und die Größe kann man hier ganz wunderbar regulieren und ich finde, hier brauchen wir ein großes Hugo und das auch möglichst fast bis zu den Rändern geht, um dieses Blatt gut auszunutzen und ich würde die Schrift auch so eng lassen und wäre jetzt eigentlich auch schon fertig. Also was man übrigens auch machen kann, ist auch eine schöne Funktion, dass man sagt, vielleicht machen wir das einfach mal, man macht die Buchstaben leer, sodass man also nur noch die Außenkonturen hat. Muss ich einmal auf Fertig gehen, sonst nimmt er die Markierung nicht weg. Hier steht da auch Hugo und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, das H fülle ich und den Rest lasse ich so, also H-Ugo. H.Ugo oder Hugo könnte auch eine witzige kleine Persiflage sein. Aber wir können natürlich jetzt auch die Schrift weiter nach unten setzen. Also wenn wir das unter die Zeichnung bringen, dann haben wir die Zeichnung darüber. Das O sehen wir nicht so ganz toll. Jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, wenn wir das O mehr sehen wollen, wir duplizieren unsere Schriftebene, duplizieren. Wir schaffen eine Schriftebene nach oben. So, und blenden, oh, das wollte ich jetzt nicht, ich wollte sie ganz nach oben haben. So, und blenden, und radieren
Hier an den Stellen, die Buchstaben sind auf der obersten Schriftebene, nur nochmal zum Klären. Wir gehen auf das Radiergummi und jetzt nehmen wir ruhig dort eine, ja, wir können einfach einen, es ist fast egal, muss ich sagen. Wir gehen mal auf Malerei, wir nehmen den Rundpinsel, wir machen den relativ groß. So, und jetzt kann ich mit diesem Radiergummi, man sieht jetzt natürlich eigentlich fast nichts, aber die oberen Buchstaben, die ganz oben liegen, da war ich jetzt zu weit, die kann ich also quasi, das ist doch ein bisschen zu dick, Moment, die kann ich quasi komplett wegradieren, sodass die Zeichnung dann wieder oben aufliegt, auf dem Buchstaben. Und nur den letzten Buchstaben, den radiere ich nicht weg, sondern den lasse ich halt komplett stehen. Und den könnte ich jetzt sogar auch nochmal wieder anders füllen. Da könnte jetzt zum Beispiel ein Rot rein, das Rot, das wir hier auch schon haben. Wir gehen auf den kleinen Fleck, um die Farbe zu bestimmen, gehen auf das Rot, was wir hier schon drin haben. Das haben wir hier. Ich ziehe es einmal hier rein und zack, der Buchstabe ist gefüllt. So haben wir ein ganz schönes Spiel auch mit der Schrift und die kommt hier richtig schön auch nochmal mit rein. Wir können ja auch wieder drüber zeichnen, also da ist noch vieles möglich. So, und jetzt hätte ich so das Gefühl, jetzt muss diese Kuh auch ein bisschen mehr an Dynamik hat sie, aber auch Plastizität bekommen, ein bisschen mehr ausgearbeitet werden. Und jetzt würde ich tatsächlich ein bisschen klassisch zeichnerisch da dran gehen. Ich setze noch einmal eine neue Ebene, ganz nach oben und überlege mir, womit ich jetzt gerne zeichnen würde, welche Farbe. Und tatsächlich würde ich ein Rosa nehmen. Also ich finde jetzt so in der Farbkonstellation, die wir haben, fände ich jetzt zum Beispiel einmal ein Rosa und auch ein Grau nochmal ganz schön, weil ich dieses Flirren der Farben Magenta und Rot zueinander auch möglichst aufrechterhalten möchte. So, fangen wir an mit dem Rosa. Bisschen vielleicht in die Blässe. Vielleicht ein bisschen gerade im Bereich der Nasenlöcher, auch ein bisschen was an kleineren Linien. Hier auch ruhig ein bisschen Helligkeit mit reinnehmen, damit man die Nasenlöcher besser sieht. Unterlippe, also man kann ruhig auch auf den Fotos dann immer so schauen, die man so findet, wo sind eigentlich Lichter. Und da, wo Lichter sind, die würde ich erstmal auch setzen und da würde ich auch schraffieren, also wirklich mit Linien arbeiten. Das Schöne bei Linien ist tatsächlich, dass man mehr durch diese Vielzahl an Linien bekommt man einfach eine größere Komplexität. Das war wieder mein Hund. Hört sich ein bisschen an wie eine Fledermaus, aber es war mein Hund. So. Und das ist jetzt so eine Arbeit, die ist einfach, das ist so klassisch der Zeichnung entlehnt. Ja, also immer wieder drüber gehen, Schichten übereinander legen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Arbeit. Also ich liebe sowas. Und so kann man Stunden verbringen. Deswegen machen wir das jetzt so, dass wir quasi den Ton wieder wegnehmen und das Ganze ein bisschen schneller durchlaufen lassen. Dann könnt ihr später bestimmen, wie viel Zeit ihr für eure Zeichnung verwenden möchtet. So, und ich würde vielleicht diese ganze linke Seite jetzt mal so ein bisschen großflächiger überschraffieren, um auch etwas mehr Licht und Schatten einzubauen. Ich finde das so lustig, wenn Kühe so Seitenhaare haben. Haben sie eigentlich gar nicht so richtig, aber ich baue die einfach mal mit ein. Haben fast was Katzenartiges dadurch. Auch ein schönes Bild. So eine auf den Stuhl springende Kuh. So. Dann hatte ich von Grau gesprochen. Das fände ich jetzt eigentlich auch als neutralen Punkt nochmal ganz schön dazu. Es kann ruhig ein Grau sein, was auch in diesem Farbinnenkreis des Magenta ist. Wenn man das mehr nach links schiebt, dann wird es halt neutraler vom Grauton. So, jetzt gehe ich ein bisschen mehr auch in die Nase mit rein, baue da auch noch ein bisschen mehr an Struktur einfach mit rein. Wenn ich hier zum Beispiel auch nochmal dieses Spiel mache mit dem Füllen, das kann man hier natürlich auch immer mal so ein paar Kritzellinien schaffen und dann auch im Hintergrund ein paar Sachen einfach nochmal füllen. Das ist immer wieder eine ganz schöne Wirkung, muss ich sagen. So, wenn ich mir die Kuh angucke, ich finde die eigentlich vom Ausdruck super. Ich mag die schon. Die
kann, glaube ich, auch weitestgehend so bleiben. Ich finde, das linke Ohr ist noch so ein bisschen schlapp in der Präsenz. Da würde ich vielleicht hier oben noch mal ein bisschen Rot einbauen an der Stelle. Wir haben ja unseren Farbsucher, gehen auf das Rot, was wir wollen. Und wenn ich jetzt hier oben noch mal so ein bisschen von dem Rot mit einbaue, vielleicht auch mal so ein paar besondere Härchen noch setze, dann habe ich einfach da noch mal eine andere Präsenz vom Ohr. Dann ist es einfach da, obwohl es insgesamt ja doch auch sehr transparent bleibt. Eigentlich müsste ich jetzt noch darunter schreiben, ich will Kühe. So als kleine Ode an den Beginn meiner Kuhlaufbahn. Ach, ich mag die Kuh super. Ein bisschen, also was mir noch ein kleines bisschen fehlt, man muss halt immer wieder gucken, wo man nochmal ansetzen kann. Ich habe jetzt nochmal dieses Rosa abgenommen mit dem Farbsucher und würde aber das nochmal ein bisschen heller machen. Ja, nicht zu hell, also nicht so hell wie das Weiß. Und einfach hier in dem Bereich, ich mache das mal ein bisschen größer, nochmal ein paar helle Stellen einbauen. Ein bisschen heller könnte es sogar noch sein, damit wir noch mehr an Unterschieden haben, Leuchtkraft haben. Vielleicht auch so einen kleinen Punkt nochmal ins Auge gesetzt. So. Und dann hat man da auch nochmal etwas mehr Brillanz, hier oben vielleicht auch sogar nochmal. So, und ich würde sagen, die Kuh hat es geschafft. Und ich auch. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht oder ihr habt erst mal zugeschaut und macht später mit. Ihr wisst, glaube ich, inzwischen, wie es geht, oder? Muss ich das nochmal erklären, oder? Na gut, ich erkläre es nochmal. Also, ihr postet eure Arbeit in eurem Instagram-Profil. Ihr schreibt in den Text @StefanGeisler-Seminare. Ich sehe, was ihr postet und mit etwas Glück seid ihr mit eurer Kuh beim nächsten Mal dabei. Und ihr wisst, wie immer, Daumen hoch, Daumen runter, das ist obligatorisch, das müsst ihr einfach machen. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt aber Zeit. So könnte eure Kuh aussehen, wenn die gedruckt ist. Es gibt inzwischen ganz wunderbare Techniken, das zu machen. Da werden wir demnächst auch mal ein kleines Video drüber drehen. Im Moment lassen wir das aber erst noch mal offen. Und die Kuh von heute Abend, die gibt es ab jetzt auch in 30 mal 40 Zentimeter auf genau diesem Material. Kleines Andenken an unser Tutorial. Es gibt 30 Stück, ist also eine Limited Edition und für 49 € seid ihr dabei, wenn ihr Lust habt. Meldet euch einfach per Kommentar, per Mail, wie auch immer mit euren Kontaktdaten. Dann kommt sie zu euch nach Hause. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Arbeiten auf eurem iPad. Noch einen schönen Tag und bis die Tage. Macht es gut. Und da ist sie, unsere kleine Auswahl mit den Ergebnissen der letzten Folge. Es ist toll, wie ihr mitmacht. Also ich bin wirklich extrem begeistert, was da alles bei rauskommt. Also wir haben uns am Anfang schon auch die Frage gestellt, haben die Zuhörer oder Zuschauer wirklich Lust, auch die einzelnen Folgen selbst auch nochmal nachzuarbeiten oder auch während des Videos mitzuarbeiten. Und ich muss sagen, es ist klasse, was schon so alles eingestickt oder hochgeladen wird. Und ich kann nur sagen, weiter so super. Wir haben uns jetzt überlegt, jetzt genau auf die Arbeiten einzugehen, wird diesen Rahmen einfach sprengen. Aber wir bleiben natürlich dabei und wir zeigen immer wieder eine kleine Auswahl an Arbeiten. Und es ist wirklich so schön, nicht nur zu sehen, wie viele Leute teilnehmen, sondern auch, was für eine Qualität entsteht. Also das ist einfach, ich bin ja im Ursprung tatsächlich zu einem gewissen Prozentsatz auch Dozent für Künstler, für Kunst, für Projekte, inzwischen seit vielen Jahren. Und ich freue mich natürlich immer dann, wenn Ideen und ja, Konzepte fruchten und wirklich etwas dabei rauskommt. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Mischung und das ist auch in Ergebnissen wirklich anzusehen aus ja, einer fachlich guten Umsetzung und Freude an der Sache. Ich kann nur sagen, macht weiter so, macht gerne auch immer wieder ein bisschen Werbung für unseren Kanal und freut euch immer auf die nächste Woche, mittwochs 19:19 Uhr. Das ist im Moment unsere Zeit für die ersten 20 Tutorials, die wir zusammenstellen. Und ich freue mich darauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, eure Ergebnisse einschickt. Und jetzt erstmal noch eine ganz schöne Restwoche und wir sehen uns dann hoffentlich am kommenden Mittwoch 19:19 Uhr. Toll, was zustande gekommen ist.
Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Und bis in Kürze. Macht es gut, der Stefan.